I'm instructing my administration to halt funding of the World Health Organization while a review is conducted to assess. Heute weise ich die Behörden an, die Finanzierung der Weltgesundheitsorganisation zu stoppen, solange bis geprüft wurde, welche Rolle die Weltgesundheitsorganisation in der schlechten Handhabung und der Verbreitung des Coronavirus gespielt hat. Alle wussten, was da los ist. Amerikanische Steuerzahler finanzieren die WHO mit 400 Millionen bis 500 Millionen Dollar pro Jahr. Im Gegensatz dazu zahlt China ca. 40 Millionen Dollar pro Jahr. Als der führende Sponsor der WHO hat die USA auf volle Transparenz und Verantwortung zu pochen. Eine der gefährlichsten und verheerendsten Entscheidungen der WHO war die Entscheidung, sich gegen Reiseverbote aus China und anderen Nationen zu stellen. Sie waren sehr stark gegen das, was wir getan haben. Glücklicherweise war ich nicht überzeugt und habe einen Einreisestopp für Menschen aus China verhängt. Fortunately, I was not convinced and suspended travel from China, saving untold numbers of lives. Thousands and thousands of people would have died. Das hat unsagbare viele Leben gerettet. Tausende von Menschen wären gestorben. Hätten andere Nationen auch Reisestopps verhängt, wären unzählig viele andere Leben gerettet worden. Aber stattdessen sehen Sie sich den Rest der Welt an. Sehen Sie sich Teile von Europa an. Andere Länder und Regionen, die sich an die WHO-Richtlinien gehalten haben und ihre Grenzen für China offen hielten, haben die Verbreitung der Pandemie auf der ganzen Welt beschleunigt. Viele Länder haben gesagt, wir werden auf die WHO hören. Und sie haben jetzt Probleme, die sie sich nicht vorstellen konnten, die niemand glauben konnte. Nobody can believe. The decision of other major countries to keep travel open was one of the great tragedies and missed opportunities from the early days. Die Entscheidung anderer großer Nationen, ihre Grenzen offen zu halten, war eine der größten Tragödien und Missentscheidungen vom ersten Tag an. Die Angriffe der WHO gegenüber meiner verhängten Reisestopps stellten Political Correctness vor lebensrettende Maßnahmen. Reisestopps funktionieren aus dem gleichen Grund wie Quarantäne. Pandemien sind auf eine Mensch-zu-Mensch-Übertragung angewiesen. Grenzkontrollen sind fundamental wichtig für die Viruskontrolle. Seit seiner Gründung 1948 haben die amerikanischen Staatsbürger die Weltgesundheitsorganisation großzügig unterstützt, um bessere Gesundheit für die Welt zu bringen und am wichtigsten, um globale Gesundheitskrisen zu verhindern. Mit dem Ausbruch der Covid-19-Pandemie haben wir schwere Bedenken, ob die Großzügigkeit der USA für die besten Zwecke verwendet wird. Die Realität ist, dass die WHO es versäumt hat, zeitnah Informationen adäquat zu erhalten, zu überprüfen und transparent zu teilen. Die Welt verlässt sich darauf, dass die WHO mit Ländern zusammenarbeitet, damit genaue Informationen über internationale Gesundheitsrisiken zeitnah geteilt werden. Und wenn das nicht passiert, der Welt unabhängig die Wahrheit zu sagen, was gerade passiert. To independently tell the world the truth about what is happening. The WHO failed in this basic duty and must be held accountable. It's time after Die WHO hat bei dieser grundlegenden Aufgabe versagt und muss hier zur Verantwortung gezogen werden. Es ist Zeit nach all diesen Jahrzehnten. Die WHO hat es versäumt, glaubhafte Berichte von Quellen aus Wuhan zu überprüfen, die nicht mit den offiziellen Angaben aus China übereinstimmten. Es gab glaubhafte Informationen, die eine Mensch-zu-Mensch-Ansteckung vermuten ließen, schon im Dezember 2019. Etwas, das die WHO sofort dazu hätte bringen sollen, das sofort zu untersuchen. Through the middle of January, it parroted and publicly endorsed the idea that there was not human-to-human transmission happening despite reports and clear evidence to the contrary. The delays the WHO experienced in declaring a public Mitte health Jänner emergency hat die WHO noch öffentlich gesagt, dass es keine Mensch-zu-Mensch-Übertragung gebe, trotz Berichten und klarer Beweise für das Gegenteil. Die Verzögerung der WHO, bis sie einen Gesundheitsnotstand aussprachen, hat wertvolle Zeit gekostet. Unmengen an Zeit. Noch mehr Zeit wurde verloren, um ein internationales Team an Experten einzubeziehen, um den Ausbruch zu untersuchen. Etwas, was wir tun wollten und das sie hätten tun sollen. Die Unfähigkeit der WHO, Virusproben bis zum heutigen Tag zu bekommen, hat die Wissenschaftler um wertvolle Daten beraubt. Neue Daten, die überall auf der Welt täglich zum Vorschein kommen, zeigen die Unverlässlichkeit der anfänglichen Berichte auf und die Welt hat allerlei Falschinformationen zur Übertragung und Sterberate erhalten. Das Schweigen der WHO über das Verschwinden von Forschern und Ärzten sowie die neuen Restriktionen zum Teilen von Forschungsergebnissen über den Ursprung von Covid-19 im Ursprungsland ist sehr beunruhigend, vor allem
wenn wir bei weitem am meisten Geld zur Verfügung stellen. Nicht einmal ansatzweise ist die WHO ihrer Aufgabe nachgekommen, medizinische Experten nach China zu bringen, um dort objektiv die Lage vor Ort zu beurteilen und das Fehlen von Transparenz auf Seiten Chinas zu verurteilen. Dann hätte der Ausbruch in seiner Ursprungsregion eingegrenzt werden können, mit sehr wenig Toten. And to call out China's lack of transparency. The outbreak could have been contained at its source with very little death. Die USA unterstützen die WHO jährlich mit zwischen 400 Millionen und 500 Millionen Dollar. Aber heute hat der Präsident verkündet, dass die USA Zahlungen stoppt, weil die WHO zu pro China ist und zur Verantwortung gezogen werden muss. Ich will, während wir das bereden, einen Tweet von Trump herzeigen, den er am 24. Jänner gepostet hat. Schauen Sie sich das an. China arbeitet sehr hart daran, das Coronavirus einzudämmen. Die USA schätzt ihren Einsatz und ihre Transparenz sehr. Es wird alles gut gehen. Ganz besonders will ich im Namen der amerikanischen Bevölkerung Präsident Xi danken. Das ist, was der Präsident am 24. Jänner auf Twitter sagte, und jetzt beschuldigt er die WHO, dass sie China in den ersten Tagen zu sehr unterstützt hat. Und wenn sie zurückgehen durch Trumps Twitter-Feed, und ich empfehle allen Trump-Unterstützern, die zusehen, das zu tun, weil er ihnen sagt, sie sollen uns nicht vertrauen, also tun sie das selbst. Gehen Sie durch den Twitter-Feed des Präsidenten in den ersten Tagen. Er hat nicht nur Präsident Xi gelobt, sondern er hat an mehreren Stellen auch die WHO gelobt. Er sagte, die WHO arbeite mit den USA zusammen, um auf den Grund der Sache zu kommen. Das sagt alles. Die Kritik des Präsidenten an der WHO ist legitim. Die WHO war unvorbereitet. CNN hat das vor der WHO eine Pandemie genannt. Aber das ist trotzdem ein Versuch des Präsidenten, von seinem eigenen Handeln abzulenken. Am 22. Jänner hat er auf CNBC ein Interview gegeben. Er wurde gefragt, ob er glaube, dass das eine Pandemie werde. Und er sagte, nein, weil er glaubt, Präsident Xi hat es im Griff. Er sagte wiederholt, dass China das professionell handhabt und hat Präsident Xi gelobt. Und denken Sie nur für einen Moment darüber nach. Und ich könnte immer so weitermachen und viele Beispiele dafür nennen. Aber denken Sie nur einen Moment darüber nach. Ja, die WHO muss viele Fragen beantworten. Wieso China geglaubt hat, wieso sie so langsam war, das eine Pandemie zu nennen. Das ist ein Fakt und der Präsident hat in dem Punkt recht. Aber wer glaubt, sie hat bessere Informationen über China? Die Weltgesundheitsorganisation? Oder das beste Land der Welt?